Hi, ich bin Jannis McDavid und ich zeige euch jetzt mal meinen Sprinter. Ja, als erstes mache ich hier die Türen auf mit der Fernbedienung, die ich hier an den Rollstuhl angebaut habe. Und lasse dann die Rampe runterkommen. Das dauert immer ein bisschen. Genau, dann muss ich nur noch hier reinfahren und habe hier diese Dockingstation, wo der Rollstuhl dann drauf fährt, damit der safe ist während der Fahrt. Genau, so eingerastet. Dann muss ich hinten nur noch zumachen. Schlüssel nicht vergessen. Ja, und dann habe ich hier so eine Stufe eingebaut zwischen die beiden Sitze, beziehungsweise einbauen lassen. Das Schlüsselloch ist hier, sodass ich den dann direkt auf dem Weg einstecken kann. Dann kann ich mich hier das Lenkrad hochziehen. Und bei dem Gurt muss ich jetzt immer eine lustige Umdrehung machen, weil der ist unten am Becken immer eingeschnallt. Und durch diese Drehung bin ich dann unten schon mal drin. Muss nur noch hier diese andere Seite hochholen. So. Und dann kann es losgehen. Und nach dem Anschnallen kann ich dann den Motor per Knopfdruck hier starten. Ich habe hier auf der rechten Seite so eine ganze Batterie an verschiedenen Knöpfen, die ich drücken kann. Und dann dauert es immer etwas, bis das Computersystem hochgefahren ist. Und wie beim Flugzeug fragt er mich dann im Prinzip einmal alles zu testen, alle Funktionen, damit klar ist, dass es auch funktioniert. Das heißt, er fordert mich jetzt dann auf, einmal die Bremse und das Gaspedal zu testen und die Lenkung. Ja. Genau, und schalten kann ich dann auch entsprechend hier mit diesen Knöpfen. Und dann geht's auch schon los. Fahren tue ich im Prinzip mit dem Joystick hier auf meiner linken Seite. Den klemme ich mir so unter die linke Schulter und kann nach hinten Gas geben, nach vorne bremsen und nach rechts und links entsprechend lenken. Das ist andersrum, als man normalerweise vermuten würde. Nach vorne ist die Bremse, weil das einen Sicherheitsaspekt hat. Wenn ich jetzt abbremse und mit dem Körper nach vorne gehe, den Joystick mitreiße, dann soll ich nicht nochmal Vollgas geben. Also für mich hat Autofahren eine Bedeutung, das ist pure Freiheit, pure Unabhängigkeit und es geht, glaube ich, weit über das hinaus, was für andere Leute Autofahren bedeutet. Weil mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es leider immer noch so, dass ich mit meinem Elektrorollstuhl auch in Deutschland nicht so richtig gut vorankomme. Das heißt, das Auto ist für mich überhaupt die Grundvoraussetzung, dass ich meinen Job so machen kann, wie ich ihn gerade mache. Weil ohne das Auto wäre ich gar nicht in der Lage, ja, die Dinge zu erleben, die ich gerne erleben möchte.